Der Microsoft Flight Simulator 2024 ist auf der PlayStation 5 längst gelandet. Doch seit dem Release gibt es ein Problem, das viele Nutzer richtig stört. Bei der passenden Hardware, also bei Yokes, Flightsticks, Rudderpedals und so weiter, ist die Auswahl extrem gering. Offiziell stehen im Grunde lediglich der Thrustmaster T-Flight HOTAS 4 und die T-Flight Rudderpedals im Raum. Umfangreiche Inhalte dazu findet ihr auf meinem Kanal, einen Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Wer mehr Auswahl möchte, wartet seit Monaten auf Alternativen. Und der HOTAS 4 ist noch dazu durch diese Knappheit häufig ausverkauft oder wird teilweise zu Preisen angeboten, die mit einem normalen Einsteiger HOTAS nicht mehr viel zu tun haben. Jetzt kommt von Thrustmaster selbst ein spannendes Thema hinzu. Denn der Hardware-Hersteller nennt inzwischen auch den SimTask Farmstick als mögliche Steuerung für den Microsoft Flight Simulator 2024 auf PlayStation 5. Ein Stick, der eigentlich aus der Landwirtschafts- und Maschinensteuerung kommt, also nicht unbedingt aus der klassischen Flugsimulation. Aber genau das sehen wir uns heute in diesem Video gemeinsam einmal genauer an. Wird der Farmstick im Microsoft Flight Simulator 2024 auf PlayStation 5 erkannt? Gibt es ein brauchbares Flugprofil? Lassen sich Achsen und Tasten sinnvoll belegen? Funktionieren die T-Flight Rudderpedals, die sich am Farmstick direkt anschließen lassen, eventuell auch? All das finden wir heute gemeinsam heraus und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Not macht ja bekanntlich erfinderisch und eines vorneweg: Mit dem Farmstick lässt sich im Microsoft Flight Simulator 2024 auf PlayStation 5 nicht nur der Air-Traktor AT802 steuern. Aber uneingeschränkt und völlig sorgenfrei lässt sich das Ganze dann doch nicht integrieren, weshalb es durchaus gut überlegt sein sollte, ob man diesen Weg hier wählt. Eine spannende Option ist es auf jeden Fall. Wir gehen rein. Der Thrustmaster SimTask Farmstick ist kein klassischer Flightstick, sondern eigentlich für Landwirtschafts- und Baumaschinen-Simulationen gedacht. Trotzdem bringt er einige Funktionen mit, die für den Flight Simulator durchaus interessant sein können. Laut Homepage hat der Stick 3 Richtungsachsen, davon 2 mit Magnetsensoren, also kontaktloser Sensortechnik, für eine möglichst präzise Steuerung. Am Griff selbst sitzen 6 Tasten, 2 Wippschalter, 2 Trigger, ein Ministick und ein Daumenrad. Auf der Basis kommen zusätzlich ein Handgashebel und weitere Tasten dazu. Da man auf dem Papier durch einen Umschalter viele Tasten doppelt belegen kann, spricht Thrustmaster von bis zu 33 Aktionstasten. Der Farmstick wird über ein 2 Meter langes USB-C auf USB-A-Kabel mit der PS5 oder dem PC verbunden. Außerdem gibt es auf der Rückseite einen RJ12-Anschluss, über den die T-Flight Rudderpedals direkt mit dem Farmstick verbunden werden können. Man kann den Joystick entweder vor sich auf dem Tisch abstellen, Anschraubmöglichkeiten auf der Rückseite gibt es jedoch auch, um die Peripherie beispielsweise an einer Tischklemme anzubringen oder in ein Sim-Rig zu integrieren. Durch seine Bauform ist der Stick im Übrigen für Links- und Rechtshänder gleichermaßen verwendbar. Das klingt eigentlich alles sehr schlüssig. Der Farmstick bringt Stickachsen, Handgas, viele Tasten, Zusatzschalter und einen Pedalanschluss mit. Die große Frage ist jetzt nur, wie viel davon lässt sich im Microsoft Flight Simulator 2024 auf PlayStation 5 wirklich sinnvoll nutzen. Um euch einen besseren Eindruck zur Haptik zu vermitteln, hier noch ein paar ergänzende Soundaufnahmen.
Sobald wir nun alles mit unserer PlayStation 5 verbunden und den Microsoft Flight Simulator 2024 gestartet haben, wird der Farmstick in der Steuerung unter der Geräteliste als T-Flight HOTAS 4 erkannt. Das ist wichtig fürs spätere Verständnis. Auch die Abbildung entspricht dem T-Flight HOTAS 4. Ich habe für mich dann das Ganze umbenannt, Farmstick daraus gemacht, einfach für mich zur besseren Identifikation, das muss man aber nicht machen. Auch das Flugprofil wird komplett vom T-Flight HOTAS 4 übernommen. Es gibt kein eigenes Steuerungsprofil, das automatisch hinterlegt ist und auf den Farmstick zugeschnitten ist. In meinem Fall habe ich nun das fest verankerte HOTAS 4 Steuerungsprofil, ein eigenes verändertes HOTAS 4 Profil und dieses habe ich einfach einmal dupliziert und umbenannt auf Farmstick ATV1. In dieser ganzen Konstellation gibt es allerdings jetzt ein Problem. Viele der Tasten, der zugeordneten Tasten am HOTAS 4 gibt es auf dem Farmstick so nicht. Dadurch entstehen in der Folge dann logischerweise entsprechende Probleme und Konflikte in der Steuerung. In der Folge habe ich dann in meinem duplizierten HOTAS 4 und auf Farmstick umbenannten Steuerungsprofil alle hinterlegten Zuweisungen außer den Achsen gelöscht. Alle Tasten am Farmstick habe ich in der Folge dann entsprechend neu hinzugewiesen. Und das ist einfach wichtig für euer Verständnis. Auf den ersten Blick sieht das hier aus wie Plug and Play. Das hinterlegte HOTAS 4 Steuerungsprofil ist für den Farmstick aber nahezu unbrauchbar. Ihr müsst euch also somit ausgiebig mit dem Steuerungsprofil beschäftigen und es von Grund auf eure Bedürfnisse auslegen und einrichten. Meine finale Steuerung, die ich auf den Farmstick konfiguriert habe, seht ihr hier und ihr könnt euch selbstverständlich daran orientieren. Aber auch hier gibt es eine kleine optische Hürde. Denn die Taste X, hier für Gemisch verringern beispielsweise, ist auch auf dem Farmstick die Taste X. Die Taste L3 für Landescheinwerfer umschalten hier in meinem Beispiel ist am Farmstick jedoch nicht als L3 gekennzeichnet, sondern mit einem Traktorsymbol. Also ihr seht schon, das ist mit der ein oder anderen Hürde verbunden. Hinzu kommt, es gibt Tasten am Farmstick, die nicht erkannt werden, die ihr dann in der Folge auch nicht belegen und nicht nutzen könnt. Auch die Umschaltfunktion, bei der ihr auf eine Taste insgesamt 2 Funktionen innerhalb des Landwirtschaftssimulators beispielsweise belegen könnt, funktioniert im Flight Simulator nicht. Und das reduziert die Auswahl der belegbaren Tasten schon enorm. Ich fasse hier einmal zusammen, was am Farmstick alles nicht funktioniert. Wir fangen am Handgriff an. Das Daumenrad beispielsweise, die Wippen darunter und die 6 Knöpfe insgesamt funktionieren nicht. Der kleine Daumen-Joystick an sich funktioniert, der Druckpunkt wiederum allerdings nicht. Und auch die beiden Knöpfe auf der Rückseite lassen sich nicht belegen. An der Basis gibt es 2 Knöpfe, die sich nicht belegen lassen, nämlich dieser hier und dieser. Der Rest funktioniert. Die Tastenbelegung ist hier also schon eine Herausforderung und an dieser Stelle hier nochmal der Hinweis, ich würde von der HOTAS 4 Grundausrichtung für den Farmstick die bereits hinterlegten Achsen unberührt lassen und so 1:1 übernehmen. Denn sobald man hier an den Achseinstellungen Veränderungen versucht vorzunehmen und diese anders zuweisen möchte, kommt es leider zu fragwürdigen Konflikten. Das würde ich auf jeden Fall sein lassen. Die Kameradrehung für die Außenansicht sowie auch für die Cockpit-Ansicht habe ich auf den kleinen Daumenstick gelegt und das funktioniert auch sehr gut. Dennoch kommt man innerhalb der Kamerasteuerung nicht um die Einbeziehung des DualSense-Controllers meiner Meinung nach herum. Denn sobald man sich im Cockpit beispielsweise bewegen möchte oder aber auch näher an die Instrumente heran möchte, ist das einfach die bessere, bequemere Wahl. Alle verfügbaren Achsen funktionieren hervorragend und das bereits ohne, dass ich irgendwelche Feineinstellungen vorgenommen habe, Empfindlichkeit oder Todzone betreffend.
Und das bezieht auch die am Farmstick angeschlossenen T-Flight Rudder Pedals komplett mit ein, inklusive der Bremsachsen links und rechts jeweils. Die Rudder Pedals sind dadurch uneingeschränkt und komplett verwendbar. Als Trimrad hätte sich am Farmstick selbstverständlich hervorragend das Daumenrad angeboten am Stick selbst. Da das nicht funktioniert, lässt sich das Ganze aber auch auf Tasten entsprechend mappen. Auch die Flaps lassen sich entsprechend programmieren. Der Schubhebel am Farmstick ist zwar nicht allzu groß, aber er funktioniert hervorragend. Die beiden Hebel für Propellerdrehzahl und Gemisch habe ich hier wieder auf entsprechende Tasten gelegt, auch das funktioniert. Verbleibende Tasten kann man beispielsweise dann noch mit Landing Light, Taxi Light oder dergleichen belegen, um von der Innen- in die Außenansicht zu wechseln, und in meinem Fall blieben hier 2 Tasten sogar erstmal unbelegt. All das hat ohne Probleme funktioniert, wenngleich der Farmstick mit seinen Möglichkeiten, die der Griff an sich noch bietet, mit dem Daumendrehrad, den Kippschaltern und weiteren Knöpfen, hier natürlich mehr bieten könnte. Mein Fazit für dieses Experiment mit dem Thrustmaster SimTask Farmstick im Microsoft Flight Simulator 2024 auf der PlayStation 5 fällt etwas gemischt aus, aber nicht uninteressant. Der Stick ist keine perfekte Lösung und er ist auch kein vollwertiger Ersatz für ein klassisches HOTAS-System. Dafür merkt man einfach zu deutlich, dass dieses Gerät ursprünglich nicht für die Flugsimulation entwickelt wurde, sondern aus einer ganz anderen Simulationswelt kommt. Und genau das sieht man auch im Microsoft Flight Simulator 2024. Nicht alle Tasten lassen sich so nutzen, wie man es vielleicht erwarten würde, und man muss bereit sein, sich mit der Belegung, den Einschränkungen und dem generellen Bedienkonzept etwas intensiver auseinanderzusetzen. Aber der Farmstick funktioniert grundsätzlich. Und vor allem lassen sich die T-Flight Rudder Pedals in vollem Umfang integrieren. Gerade wenn man eine Kombination mit Pedalen sucht, die mehr bietet als nur Controller-Steuerung, dann wird der Farmstick durchaus interessant. Ich möchte aber nochmal ganz klar betonen, das hier ist keine Plug-and-Play-Traumkombination, bei der alles sofort perfekt sitzt. Es ist vielmehr eine Lösung für Nutzer, die experimentierfreudig sind, die sich mit den Einstellungen beschäftigen möchten und die kein Problem damit haben, dass nicht jede Taste am Stick im Simulator genutzt werden kann. Wer genau das erwartet, wird enttäuscht. Ich persönlich sehe nach wie vor die beste Lösung auf PlayStation 5 darin, den Thrustmaster T-Flight HOTAS 4 in Kombination mit den T-Flight Rudder Pedals zu verwenden. Zumindest zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos, denn Stand 6 Monate nach Release des Microsoft Flight Simulators 2024 auf PlayStation 5 gibt es darüber hinaus keine offiziell bestätigte Peripherie. Dass das ein Versäumnis der Verantwortlichen ist, das ist klar. Die Steuerung mit dem Controller ist okay, aber eben auch nicht mehr, und die Steuerung über ein vernünftiges Yoke, einen guten Flightstick oder eben auch in Kombination mit Pedalen bietet einfach einen enormen Mehrwert. Den Farmstick an sich sehe ich dann als Alternative, wenn man seit langem an den HOTAS 4 einfach nicht herankommt und man mit den genannten Einschränkungen umgehen kann. Aber das sind meiner Meinung nach dann schon Kompromisse, die nicht für jeden gleichermaßen geeignet sind. Man muss sich sehr viel und intensiv mit den Themen Steuerung und Steuerungsprofile auseinandersetzen, und das erfordert Geduld.
Aber dann kann es durchaus eine Alternative sein, auch beispielsweise für die Helikoptersteuerung. Mich würde jetzt natürlich interessieren, wäre so ein Setup für euch eine Option? Oder sagt ihr ganz klar, nein, ich warte lieber bis richtige Flight-Hardware für die PlayStation 5 erscheint? Nutzt hierfür, sowie für Fragen und Ergänzungen zum Gezeigten, bitte die Kommentarfunktion hier unter diesem Video. Vielen Dank an dieser Stelle an Lorcan aus der Andiana TV Community. Er hatte das Thema kürzlich am Discord bei uns aufgegriffen und mich dadurch auf den Weg gebracht, innerhalb des Microsoft Flight Simulator 2024 auf PlayStation 5 mit dem Farmstick herum zu experimentieren. Den Link auf unseren Discord findet ihr unten in der Videobeschreibung. Lorcan betreibt im Übrigen auch einen eigenen YouTube-Kanal, in dem er viele Themen rund um die virtuelle Fliegerei aufgreift. Auch diesen Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Wenn dir dieses Video hier gefallen oder vielleicht auch sogar etwas geholfen hat, dann lasse zur Unterstützung von Andiana TV bitte ein Däumchen nach oben und ein Abo da, falls noch nicht geschehen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus. Schön, dass du da bist. Andiana TV, wir heben ab. Ready for Pushback, ready for Flight. MSFS Stream, wir sind live on site. Crew ist im Chat, die Stimmung ist Pro. Wir starten gleich durch, also gebt mir ein Go. Sonnenaufgang im Cockpit, die Triebwerke brennen. Die Check